Moin Moin, Pastor Wolle hier mit dem heutigen Thema Hoffnung liegt vorbereitet und der Text vom 1. Petrus 1 und lautet: Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt und dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Es gab schon immer Kriege, Unruhe, Seuche, Hungersnot und drastische Wetterveränderungen. Jesus vorwarnte davon in Matthäus 24, in Markus 13 und Lukas 21 und Paulus im 2. Timotheus 3. Die Bibel bringt nicht nur Beruhigung und Hoffnung, sondern Gottes Unterstützung und Versorgung unter allen Umständen. Menschlich kann es nicht getan werden. Man braucht etwas außerhalb dem menschlichen Bereich. Das erreichte Jesus für die ganze Menschheit, für die, die danach suchen. Solange man sich an menschliche Versorgung hält, schaut man nicht hinauf zu Gott, weil die Erwartung abseits von Gott ist. Das heißt, der Mensch versorgt mich. Schaut man hinauf zu Gott, dann leitet der Herr einen auch zu vorbestimmten Menschen, um Hilfe zu bekommen. Als Beispiel im Alten Testament. Da wurde der Prophet Elia zu einer Witwe in Saraphat geführt, die von Hungersnot leidete. 1. Könige 17. Im Vers 15 erklärt, was danach geschah. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Paulus erklärte im Römer 10, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Die Botschaft des Christus brachte nicht nur Hoffnung, sondern auch die Erfüllung der Zusagen Gottes. Der heutige Text ist nicht nur für die endgültige Errettung, sondern auch die alltäglichen Bedürfnisse. Der König David in seinen Lobliedern kam immer wieder zum Bewusstsein, dass nur der Herr sein Erretter war, der ihm zuständig war mit Hilfe, mit Beruhigung, mit Versorgung, mit Sicherheit, weil Menschen für ihn keine Sicherheit waren. David folgte die vorausgesetzten Gebote, sein Vertrauen war der Herr. Er nahm sich Zeit und setzte sich in Gottes Gegenwart im Tempel. Wie sagte es Jesus in Matthäus 6? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Hoffnung sagt, dein Vater hört dich. Er verschafft dir Recht, er leitet dich, er beruhigt dich. Egal, was die Krise sein möge, Gott steht nicht abseits von dir. Vertraue ihm, weil er sagte, dass die Gerechten nicht enttäuscht werden. Bleibt es gültig, weder durch Not oder Bedrängnis, weder Enttäuschung oder Verfolgung. Gott ist unser Fürsprecher, unser Advokat, der sagt, vertraue mir, und Hebräer 11,1 vermittelt, dass der Glaube der tragende Grund ist für das, was man hofft. Tut das. Bis zum nächsten Mal.